Er ist gegangen. Und dann kam das Rotkehlchen. Nicht irgendwann, nicht zufällig. Genau dann. Eine Frau schreibt mir, nach dem Tod meines Vaters saß jeden Morgen ein Rotkehlchen auf dem Fensterbrett. Genau auf der Seite, auf der mein Vater immer gesessen hat. 3 Wochen lang. Dann nie wieder. Ein anderer schreibt, bei der Trauerfeier meiner Mutter flog ein Rotkehlchen direkt über den Sarg. Kein anderer Vogel. Nur dieser eine. Ich bekomme solche Nachrichten jede Woche. Dutzende davon. Von Menschen, die nicht abergläubisch sind. Die nicht an Zeichen glauben. Die selbst nicht wissen, was sie denken sollen. Und ich habe mich gefragt, was passiert da wirklich? Ist es Zufall? Ist es Einbildung? Oder ist da etwas, das die Wissenschaft erklären kann und das vielleicht sogar tiefer geht, als wir alle dachten? Die Antwort hat mich selbst überrascht. Teil 1. Was Trauer mit deinem Gehirn macht. Wenn jemand stirbt, den du liebst, verändert sich dein Gehirn. Nicht metaphorisch, buchstäblich. Neurowissenschaftler beschreiben diesen Zustand als eine Art doppelten Modus. Das Gehirn wird gleichzeitig erschöpft und Hyperalarm. Es sucht, ununterbrochen, nach Vertrautheit, nach Mustern, nach Beweisen, dass die Verbindung noch da ist. Du gehst durch Räume und siehst die Dinge, die die Person berührt hat. Du hörst Lieder und denkst sofort an sie. Du siehst eine Geste bei einem Fremden und hältst für einen Moment den Atem an. Das ist kein Versagen des Verstandes. Das ist ein Schutzmechanismus. Das Gehirn versucht, etwas Unbegreifliches begreifbar zu machen. Und in diesem Zustand passiert etwas mit der Wahrnehmung, das Forscher Aufmerksamkeitsverschiebung nennen. Du nimmst plötzlich Dinge wahr, die immer da waren, aber die du nie wirklich gesehen hast. Die Stille am frühen Morgen, das Licht durch das Küchenfenster und die Vögel. Teil 2. Warum ausgerechnet Vögel? Das ist die Frage, die mich am meisten beschäftigt hat. Warum nicht Schmetterlinge? Warum nicht Eichhörnchen? Warum taucht in so vielen dieser Geschichten ein Vogel auf? Es gibt eine Antwort, die die Wissenschaft gibt. Und sie ist präziser, als ich erwartet hatte. Vögel sind die einzigen wilden Tiere, die sich regelmäßig in der unmittelbaren Nähe des Menschen aufhalten. Nicht, weil sie uns mögen, sondern weil unsere Gärten, unsere Fensterbänke, unsere Bäume ihr Lebensraum sind. Ein Rotkehlchen sitzt auf dem Fensterbrett. Nicht, weil es dich tröstet. Es sitzt dort, weil es dort immer sitzt. Aber du hast es vorher nicht bemerkt. Jetzt bemerkst du es. Und hier wird es interessant. Trauerforscher beschreiben ein Phänomen, das sie auf Englisch Continuing Bonds nennen. Auf Deutsch fortbestehende Bindung. Die Idee dahinter ist nicht religiös, sie ist psychologisch. Menschen, die trauern, suchen nach Wegen, die Verbindung zu dem Verstorbenen aufrechtzuerhalten. Nicht, weil sie die Realität verleugnen, sondern weil Liebe nicht einfach aufhört, wenn jemand stirbt. Und das Gehirn findet diese Verbindung in Gegenständen, in Orten, in Momenten und manchmal in einem kleinen Vogel auf dem Fensterbrett. Teil 3. Das Rotkehlchen. Lass mich dir von diesem Vogel erzählen. Das Rotkehlchen ist kein gewöhnlicher Gartenvogel. Es ist der einzige wilde Vogel in Deutschland, der aktiv die Nähe des Menschen sucht. Nicht aus Gewohnheit, nicht aus Hunger allein, aus etwas, das Verhaltensforscher als soziale Neugier beschreiben. Während andere Vögel bei Annäherung wegfliegen, bleibt das Rotkehlchen. Es beobachtet. Es folgt dir manchmal durch den Garten, setzt sich auf den nächsten Ast, wenn du stehst, auf den Spaten, wenn du gräbst. Es hält Blickkontakt. Das ist unter Wildvögeln fast einzigartig. Und es gibt noch etwas. Das Rotkehlchen singt zu Zeiten, zu denen kein anderer Vogel singt, in der Abenddämmerung, tief in der Nacht, im ersten grauen Licht des Morgens, lange bevor die Sonne aufgeht. Genau zu den Stunden, in denen Trauer am schwersten ist. In den ersten Wochen nach einem Verlust schlafen die meisten Menschen schlecht. Sie liegen wach um 3 Uhr morgens, um 4, wenn die Welt noch dunkel ist und still und die Gedanken nicht aufhören. Und dann, in dieser Stille, singt das Rotkehlchen. Es hat immer gesungen, jede Nacht. Aber du hast es nie gehört. Jetzt hörst du es. Und das Gehirn, das gerade nach Mustern sucht, nach Verbindungen, nach irgendetwas, das bleibt in einer Welt, die sich verändert, hat. Dieses Gehirn merkt sich diesen Moment, nicht als Zufall, als Antwort. Teil 4.
was das Rotkehlchen wirklich wahrnimmt. Hier kommt der Teil, der mich beim Recherchieren am meisten überrascht hat. Vögel reagieren auf den emotionalen Zustand von Menschen. Nicht, weil sie Empathie kennen wie wir, sondern weil sie Verhalten lesen. Mit einer Präzision, die wir unterschätzen. Ein Mensch, der trauert, bewegt sich anders, langsamer, ruhiger. Er sitzt länger am Fenster, geht langsamer durch den Garten, macht keine abrupten Bewegungen, spricht leiser, atmet tiefer. Und das ist genau das Verhalten, das ein Rotkehlchen als vollständig sicher einordnet. Keine Bedrohung, keine Gefahr. Dieser Mensch hier ist der ruhigste Mensch, dem es je begegnet ist. Und so kommt es näher, setzt sich auf die Terrasse, bleibt sitzen, auch wenn du dich bewegst, schaut dich an. Für das Rotkehlchen ist das normales Verhalten gegenüber einem harmlosen Menschen. Für dich in diesem Moment ist es etwas ganz anderes. Forscher der Universität Wien haben gezeigt, dass Rotkehlchen und andere Singvögel individuelle Menschen erkennen und unterscheiden können. Nicht Typen von Menschen, individuelle Gesichter. Sie speichern diese Information. Sie handeln danach. Das Rotkehlchen in deinem Garten kennt dich. Es weiß, dass du sicher bist. Und in der Stille deiner Trauer kommt es näher als je zuvor. Teil 5. Der Eichelhäher und die Erinnerung. Es gibt einen zweiten deutschen Vogel, der in diesen Geschichten immer wieder auftaucht. Der Eichelhäher. Laut, auffällig, unübersehbar. Dieser Vogel erscheint nicht unbemerkt. Wenn er kommt, kommt er so, dass du es weißt. Und es gibt etwas über den Eichelhäher, das die meisten Menschen nicht wissen. Er hat eines der präzisesten Gedächtnisse im gesamten Tierreich. Er versteckt im Herbst bis zu 10.000 Eicheln. Einzeln. Verteilt über ein Revier von mehreren Kilometern. Und er findet sie wieder. Monate später. Unter dem Schnee. Im gefrorenen Boden. Das ist kein Instinkt. Das ist Erinnerung. Wenn ein Eichelhäher erscheint. Bei einer Trauerfeier. An einem Grab. In einem stillen Garten an einem schweren Tag. Dann erscheint ein Tier, das besser erinnert als fast jedes andere Lebewesen auf dieser Erde. Ob das eine Bedeutung trägt, kann die Wissenschaft nicht sagen. Aber es ist schwer, diesen Gedanken loszulassen. Teil 6. Was die Wissenschaft wirklich sagt. Jetzt komme ich zu der Antwort, die dieser Titel verspricht. Die Wissenschaft sagt Folgendes. Wenn ein Rotkehlchen nach einem Verlust erscheint, passieren gleichzeitig mehrere Dinge. Dein Gehirn ist in einem Zustand erhöhter Wahrnehmung. Es registriert Dinge, die es vorher übersehen hat. Das Rotkehlchen war immer da. Aber jetzt siehst du es. Dein Körper sendet durch langsamere Bewegung, ruhigeres Verhalten, tieferes Atmen Signale aus, die den Vogel näher kommen lassen als sonst. Du wirkst sicher. Und so kommt er wirklich näher. Und dein Geist, der nach einer Verbindung sucht zu jemandem, der nicht mehr da ist, findet diese Verbindung in dem kleinen lebendigen Wesen vor deinem Fenster. Das ist die wissenschaftliche Erklärung. Und dann gibt es noch etwas, das die Wissenschaft nicht messen kann. Professor John Marzluff, einer der weltweit führenden Vogelforscher, sagt, Vögel besitzen dieselben Hirnregionen, dieselben Hormone, dieselben Neurotransmitter wie wir. Sie können fühlen, was wir fühlen. Er sagt nicht, dass Vögel wissen, dass du trauerst. Er sagt, das Werkzeug dafür ist vorhanden. Was Vögel damit machen, das weiß niemand. Abschluss. Was es wirklich bedeutet. Also, was bedeutet es wirklich, wenn ein Rotkehlchen nach einem Verlust erscheint? Es bedeutet, dass dein Gehirn in diesem Schmerz nach Leben sucht. Und es findet. Genau da, wo Leben immer war. Es bedeutet, dass dein Körper in der Stille der Trauer eine Sprache spricht, die Vögel verstehen. Und die sie näher kommen lässt. Es bedeutet, dass die Verbindung, die du zu einem Menschen hattest, nicht einfach aufgehört hat. Sie sucht sich einen Weg. Durch Erinnerung, durch Aufmerksamkeit, durch einen kleinen rotbraunen Vogel auf einem Ast. Die Wissenschaft nennt es Aufmerksamkeitsverschiebung, fortbestehende Bindung, Verhaltenswahrnehmung. Und vielleicht nennen wir es einfach das, was es ist. Ein Zeichen, dass Liebe nicht aufhört. Nicht wirklich. Das Rotkehlchen war immer in deinem Garten. Es wird immer dort sein. Aber in dem Moment, in dem du es wirklich siehst, in dem Moment, in dem es bleibt und dich anschaut, in diesem Moment gehört es dir. Und vielleicht,
Ganz vielleicht. Gehört es auch ein bisschen dem Menschen, an den du gerade denkst? Schreib mir in die Kommentare. Hast du so einen Moment erlebt? Welcher Vogel war es? Wann war es? Ich lese jeden Kommentar. Und ich behalte jede Geschichte.